Hallo liebe Wurmlochspringer! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Linux-System zusätzlich mit einer Firewall schützen könnt. Ich habe mich dabei für die Lösung UFW entschieden. UFW steht für Uncomplicated Firewall und ist wirklich sehr einfach zu benutzen. Zur Installation habe ich hier bereits ein Terminal geöffnet. Ich gebe nun dort den Befehl sudo apt install UFW ein. Nun wird hier im Hintergrund UFW bereits installiert, ist aber noch nicht aktiv. Das kann ich prüfen mit dem Befehl sudo UFW status. Status inactive, also nicht aktiv. Jetzt schaue ich mir erstmal an, was sudo UFW help für Optionen anbietet. Hier gibt es jetzt eine ganze Liste von Optionen. Hier sehe ich als allererstes mal die Option Enable, also aktivieren. Diese führe ich als erstes mal aus, um die Firewall überhaupt zu aktivieren. Ich gebe also ein sudo UFW enable, Firewall is active, enabled on System Startup. Das heißt, die Firewall ist jetzt schon aktiv und wird beim Systemstart automatisch mitgestartet. Jetzt kann ich mir das Ganze nochmal mit sudo UFW status anschauen und da sehe ich jetzt auch, die Firewall ist aktiv. In der Standardkonfiguration blockt die Firewall das Allermeiste. Ich müsste also für meine Applikation einzelne Ports freischalten. Jede Applikation, die im Internet erreichbar sein soll, öffnet dazu einen Port auf deinem System. Die kann ich mir mit dem Befehl netstat ausgeben lassen. Ich gebe es mal ein, sudo netstat-antp. Das zeigt mir die aktuell geöffneten TCP-Ports an. Und hier sehe ich zum Beispiel, hier lauscht auf dem Port 80 und auf dem Port 443 ein Webserver, den ich bei mir auf meinem System zuvor installiert habe. Hier werden noch andere Ports angegeben. Hier seht ihr aber davor 127.0.0.1. Das ist mein sogenannter Localhost. Das ist eine IP-Adresse, die nur lokal erreichbar ist. Dort lauscht zum Beispiel der Port 631 vom Kups-Daemon. Der Kups-Daemon ist für das Drucken unter Linux zuständig und es ist sinnvoll, dass dieser lokal erreichbar ist. Aus dem Internet kann dieser nicht erreicht werden. Diese Ports sind aber offen und überall aus dem Netzwerk, in dem du dich gerade befindest, sind die erreichbar, also Port 80 und Port 443. Da wir jetzt aber die UFW schon aktiviert haben, kann aktuell nicht mehr darauf zugegriffen werden. Jetzt müsste ich diese wieder aktivieren. Dazu kann man bei UFW sogenannte App-Listen verwenden. Ich kann mir die mal anzeigen. Sudo UFW App-List. Gib mir eine Liste aller Applikationen aus, die UFW bereits kennt. Da ist zum Beispiel SSH mit drin, was für den Remote-Zugriff unbedingt aktiv sein sollte. Dann finde ich hier jetzt zum Beispiel Definitionen über meinen Webserver. www ist mein Webserver und da gibt es verschiedene Definitionen. www, www-cache, full und secure. Ich möchte mir jetzt dazu mal einige Details anzeigen lassen und gebe den Befehl sudo UFW app info gefolgt vom Namen der Applikation in der Applikationsliste ein. Hier sehen wir aber, diese enthält ein Leerzeichen. Ich muss das Ganze also in Anführungszeichen setzen. Ich sage Enter und ich sehe hier, ah ja, Secure ist nur HTTPS und da ist nur mein Port 443 drin. Jetzt schauen wir uns das gleiche mal für die Full-Definition ein, weil ich möchte ja jetzt Port 80 und Port 443 gerne freischalten. In der Full-Definition wäre jetzt zum Beispiel Port 80 und Port 443 mit drin. Ich könnte also diese Definition nutzen, um meinen Webserver erreichbar zu machen. Das mache ich jetzt mal. Sudo UFW allow und dann wieder die Anführungszeichen www full. Ich kann mir das von hier oben mit der Maus kopieren, mittlere Maustaste zum Einfügen und er hat schon die Regel hinzugefügt. Ich prüfe das Ganze jetzt nochmal durch die Eingabe von sudo UFW status. www und www full ist für das Protokoll IPv4
oder das Protokoll IPv6 nun aktiv. Denn UFW kann beides bedienen. Es erstellt Regeln für das IPv4 und das IPv6-Protokoll. Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt könnte ich mir das Ganze auch noch mit dem Parameter verbose angeben für eine detaillierte Ausgabe. Und hier sehe ich jetzt auch genau die Ports, die hier geöffnet worden sind. Das wäre jetzt in diesem Fall Port 80 und 443. Wenn du jetzt zum Beispiel nochmal die Liste sudo UFW help, damit kannst du jederzeit wieder die Hilfe aufrufen und du könntest jetzt zum Beispiel nochmal die sudo UFW app list anzeigen lassen, um dir zum Beispiel alle Regeln für den Torrent Client Transmission ausgeben zu lassen oder diesen zu aktivieren. Wenn jetzt hier aber irgendwo ein Port nicht mit drin sein sollte, also du hast jetzt einen Dienst laufen, der auf einem Port lauscht, der nicht hier über diese App-Definition erreichbar ist, dann kannst du auch den Port manuell erlauben. Ich könnte das jetzt mal machen. Sudo UFW allow und jetzt den Port, ich sage jetzt mal Port 1234, gefolgt von einem Slash und dem Protokoll, in dem Fall TCP. Und jetzt hat er mir schon eine Regel hinzugefügt. Das heißt nicht, dass jetzt aktuell irgendetwas auf diesem Port lauschen muss. Das heißt nur, dass falls etwas auf dem Port lauscht, auch der Zugriff über die Firewall möglich ist. Ich schaue mir das jetzt nochmal an und sehe hier, er hat meine Regel hinzugefügt. Möchte ich die jetzt wieder löschen, kann ich jetzt zum Beispiel sudo UFW und dann delete, immer vor dem Befehl, den du zuvor ausgeführt hast, ein delete allow port TCP und schon ist die Regel wieder weg. Für UFW gibt es sogar eine grafische Applikation, ein grafisches Frontend, das heißt GUFW. Das können wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Sudo apt install GUFW. Ich empfehle euch aber die Einrichtung über die Kommandozeile, denn dort könnt ihr viel detaillierter Regeln einrichten. Schauen wir mal, wo sich das Ganze im Menü versteckt. Wahrscheinlich über Einstellungen. Ich finde es jetzt hier auf Anhieb im Menü nicht. Ich könnte es aber auch einfach mal über das Terminal öffnen. GUFW. Jetzt wird natürlich mein Passwort erfragt, weil ich führe ja die Änderung am System durch. Das sind alles Regeln, die am System durchgeführt werden. Und hier habe ich jetzt auch eine kleine Applikation, die mir das Ganze jetzt auch nochmal grafisch verdeutlicht. Hier sehe ich zum Beispiel auch meine www-Rule, Bericht. Hier kann ich jetzt nochmal ein ausführliches Protokoll anzeigen lassen und könnte jetzt hier zum Beispiel auch neue Regeln erstellen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel neue Regel und da könnte ich auch die Anwendung hier hinzufügen. Ihr seht aber, eigentlich ist die Konfiguration aus der Kommandozeile viel einfacher. Ihr könnt einfach mit den Befehlen, die ich euch jetzt erklärt habe, eure Firewall so konfigurieren, wie ihr sie braucht. Das war es eigentlich schon. Ihr könnt es mal ausprobieren. Ich empfehle euch unbedingt, eine Firewall auf eurem Linux-System zu aktivieren. Damit seid ihr noch sicherer gegen Angriffe aus dem Internet und könnt euch so zusätzlich schützen. Schaut unbedingt meine Playlist an. Ich empfehle euch, folgt dieser von Anfang an, denn die einzelnen Videos bauen aufeinander auf. Und wenn ihr einmal eine Frage habt und nicht weiterkommt, dann besucht unsere Telegram-Community. Dort helfen wir dir garantiert weiter und wir sind immer für ein offenes Ohr für dich da. Bis bald, tschüss!